Hallo und herzlich willkommen bei Filmzeugs. Heute reden wir endlich über Rollmöpse, so wie den ihr gerade hinter mir seht. Ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, was ein Rollmops alles kann. Die Frage ist, was ist ein Rollmops? Ein Rollmops ist eigentlich nur ein Stück Latte, also ein Holzbrettel mehr oder weniger, oder ein Alurohr mit Molton drauf. Normalerweise verwendet man die so in 3 x 2 Meter, also 3 Meter hoch auf 2 Meter lang. 2 Meter langes Holzbrettel. Und da rollt man den Molton einfach auf. Der wird auf der einen Seite eben auf der Latte wird der fixiert, entweder angetackert oder irgendwie angeschraubt oder so, angenäht. Und ja, der Vorteil davon ist, dass man den jetzt so als Hintergrund irgendwo ganz schnell aufrollen und aufstellen kann. Der wird mit einer Türschnalle, dazu gibt es einen Link, ja, einfach drauf fixiert und dann kann man den überall hinstellen. Braucht nur ein Stativ und den Rollmops und schon hat man ein 3 Meter hohes und 2 Meter breites, ja, schwarzes Feld mehr oder weniger, das man überall hin kann. Das kann man entweder als Hintergrund nehmen. Wenn man es wirklich schwarz haben will, müsste man es ein bisschen weiter weg vom Licht. Man sieht da jetzt die Lichtflecken da bei der Sonne und so. Müsste ein bisschen mehr Abstand zu mir haben. Aber man kann es als Hintergrund verwenden. Man kann es verwenden, um zum Beispiel auf der Seite, ich habe euch das schon in einer vorigen Episode mal gezeigt, auf der Seite so ein bisschen abzudunkeln. Wenn ihr euch einen Moment geduldet, zeige ich euch das. Das macht man, um den Kontrast zu erhöhen im Gesicht und damit irgendwie so eine Dreidimensionalität zu schaffen. Also schaut, ich bin hier jetzt ein bisschen dunkler. Es ist jetzt nicht allzu viel Rollmops da und das Licht, das ich da vorne habe, also scheint mich noch direkt an. Man müsste jetzt das Licht ein bisschen abblocken mit irgendwas, dass der Rollmops da effektiver wird. Aber man kann den Rollmops halt recht gut verwenden, um ganze Personen seitlich irgendwie abzudecken und das Licht abzuhalten. Viel verwendet wird er auch, um zum Beispiel Reflexionen von weißen Wänden wegzukriegen. Wenn man in einen Raum reinfilmt und zum Beispiel hinter der Kamera alles weiß hat und das dann weiß zurückstrahlt und man will aber da eher so Dunkelheit haben oder auch auf der Seite irgendwo abseits der Kamera, dann kann man da ganz schnell einen Rollmops aufziehen und das Licht, das man reinleuchtet in die Szene, das wird dann abgehalten und kann da jetzt nicht reflektiert werden, also es wird geblockt. Man nennt das Negative Fill, also es wird jetzt nicht mit Licht aufgefüllt, heller, sondern es wird Licht weggenommen, dunkel. Und dafür kann man Floppies, das zeige ich euch wieder ein andermal, verwenden. Oder zum Beispiel solche Rollmöpse. Rollmöpse sind einfach die Weiterentwicklung von, ja, Molton, einfach nur irgendwo über Stative spannen. Der große Vorteil von den Dingen ist halt einfach, wenn man die vorgefertigt hat, und ich habe mehrere von denen, die sind eben bei mir 2 Meter lang, weil die passen dann in so einen Skisack rein. Da habe ich mehrere Stück in einem Skisack drinnen, dann kann man sie gut mitnehmen. Werden sie auch nicht gleich dreckig beim Transport. Dann kann man die ganz schnell aufstellen und man kann halt mit einem kleinen Stativ einen Rollmops hochfahren und hat sofort in den meisten Räumen 3 Meter hoch bis zur Decke abgeblockt. Man kann die vor ein Fenster stellen und damit ein Fenster abdunkeln und ja, sozusagen schauen, dass das Fenster damit weg ist, dass kein Licht in den Raum reinkommt. Man kann sie seitlich, wie gesagt, nur für einen Kontrast machen. Man kann sie als Hintergründe verwenden. Man kann sie hinter der Kamera einsetzen, um Reflexionen zum Beispiel in reflektierenden Gegenständen, die man filmt, abzudecken. Also dass man selbst oder die Kamera sich nicht so sieht, kann man hinten abdunkeln. Dann reflektiert das in was Hellem, Spiegelnden nicht so sehr. Ja, man kann einen Rollmops auch einfach vor einem Fenster, also außerhalb eines Fensters platzieren und das Fenster von außen abdecken. Wenn man Richtung Fenster filmt, dann mit ein bisschen Getrickse, kann das so ausschauen, als hätte man Nacht draußen, also wäre es einfach dunkel. Natürlich kann man immer einen Molton direkt abspannen. Aber das Problem ist halt, man braucht dann immer irgendwelche Fixierungspunkte, um größere Bahnen Molton abspannen zu können. Und wenn man 2, 3 Rollmops nebeneinander stellt, dann hat man gleich mal knappe 10 Meter abgedeckt, 3 Meter hoch, 10 Meter breit, oder ja, braucht man mehr als 3. 5 Stück bräuchte man für 10 Meter. Aber das geht ganz schnell, ja. Man rollt dann einfach aus, eine Türschnalle drauf auf ein Stativ, hochfahren, beziehungsweise vorher fixieren, dann hochfahren und dann kann man sie hinstellen und man kann sie auch relativ schnell verstellen. Also der Rollmops, der jetzt dann neben mir ist, um den auf die andere Seite zu kriegen oder hinter mich zu kriegen, das dauert 30 Sekunden, den irgendwo von einer Seite auf die andere zu tun. Es ist auch nicht allzu schwer, ja, es ist recht praktisch und es ist interessant, dass es das nicht irgendwie zu kaufen gibt. Man muss sich solche Dinge selbst basteln, aber es ist kein Problem. Molton wird normalerweise in ca. 3 Meter Länge verkauft, das heißt, man kauft dann einfach Bahnen von so und so lang oder beziehungsweise so und so viel breit mal 3 Meter und
kann man zum Beispiel 4x3 Meter kaufen, dann schneidet man den in der Mitte durch, tackert ihn sich fest an einer 2 Meter Latte und schon hat man einen Rollmops. Ist voll praktisch, ist sehr oft im Einsatz bei uns. Ja, und dadurch, dass man sie, wie gesagt, wenn man sie ein bisschen kürzer als 2 Meter schneidet, gut in eine 2 Meter Skitasche reinbekommt, so einen Skisack. Und zwar dadurch, dass die ca. so einen Durchmesser dann kriegen, bei 3 Metern, kriegt man 2, 3 in so eine Skitasche rein, das ist super, kann man gut mitnehmen. Das Einzige, was es zu bedenken gibt, ist, man sollte halt schauen, dass man einen gescheiten Molton kauft, und zwar würde ich raten, einen feuerfesten. Der hat dann halt den Nachteil, dass man nicht waschen kann. Das heißt, wenn er dreckig ist, muss man ihn bürsten. Sobald man in die Waschmaschine tut, das kann man natürlich machen, aber dann wird diese Brandbeschichtung aus dem Molton rausgewaschen und der ist dann nicht mehr feuerfest. Das sollte man überlegen. Und ja, man muss halt ein bisschen basteln, aber das ist überhaupt kein Problem. Es gibt den Molton in verschiedenen Dicken, also der Stoff in verschiedener Dicke. Da würde ich den dicksten nehmen. Ich glaube, das sind 250 Gramm pro Quadratmeter, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich kann euch das unten reinschreiben in die Kommentare. Der ist dann auch fast 100% blickdicht. Das heißt, wenn jetzt nicht die Sonne direkt dahinter steht und durchleuchtet oder eine M18 durchleuchtet, dann geht da eigentlich kein Licht durch. Man kann ein Fenster damit wirklich abdecken mit einer Schicht von dem Rollmops Molton. Ja, jetzt ist mir noch was eingefallen, wie man den Rollmops verwenden kann oder wie wir ihn verwenden, und zwar zum Ton abhalten. Also wenn man zum Beispiel in einer Wohnung dreht, wo es draußen am Gang immer wieder Leute gibt, die mit dem Aufzug kommen oder ihre Türen aufsperren und so, dann hört man diese Geräusche recht stark oft. Und wenn man dann einfach so einen Molton Rollmops hochfährt vor der Eingangstüre, dann blockt das den Ton auch ganz gut ab. Man kann es auch, wenn man so ein improvisiertes Tonstudio hat, links, rechts, oben, unten überall Molton hinmachen und kurz mal On-Location-Ton aufnehmen, und das wird dann geschluckt und man hat einen gedämpfteren Ton und keinen Hall. Man nimmt den Hall weg. Das ist bei Interviews auch manchmal notwendig, wenn man zum Beispiel in einer großen Halle jemanden interviewt, Person hinsetzt, ausleuchtet und dann feststellt, dass es auch mit einem Richtmikrofon, mit der Tonangel nicht so gut klingt, weil es irgendwie zu starker Hall im Raum ist, dann kann man links und rechts ein bisschen außerhalb des Bildes einfach einen Molton Rollmops hinstellen, den sieht man nicht, und der dämpft diesen Hall. Und ja, im schlimmsten Fall muss man noch irgendwas drüber legen, wenn es von oben vom Dach irgendwie stark reflektiert, der Ton. Aber der Hall wird da extrem gut eingebremst, und somit ist der Rollmops der Alleskönner beim Film. Man kann ihn nämlich im Bild verwenden, als Hintergrund. Man kann ihn außerhalb des Bildes verwenden, um irgendwas abzudunkeln oder negativ zu machen. Und man kann ihn sogar für Tonsachen verwenden, also um den Hall zu blocken. Damit, ja, ein gern gesehener Gast der Rollmops. Ich habe einige im Einsatz und ja, ich kann jedem nur raten, wenn ihr ein bisschen handwerkliches Geschick habt, bastelt euch sowas. Das zahlt sich wirklich aus, kostet nicht allzu viel. Also in einen Rollmops investiert man alles in allem mit dem Holz und dem, ja auch mit dem Sack, dem Skisack zum Transportieren. Für, sagen wir jetzt mal, 3 Rollmopse würde ich sagen, insgesamt für alle 300 € circa. Wenn man das vergleicht mit einer Floppy Cutter, dann ist das fast geschenkt. Ich meine, ein Floppy Cutter, den ich euch wie gesagt noch vorstelle, der ist schon etwas besser einsetzbar als einzelnes Ding, aber die Rollmopse, die sind halt in Kombination super, weil die kann man kreuz und quer stellen und verschiedene Dinge, man kann sie leicht mitnehmen. Sie brauchen auch nicht viel Platz, man kann sie in einem PKW transportieren, weil 2 Meter lang und halt nur der Durchmesser, das passt eigentlich in einen PKW rein, das kann man von der Rückbank auf die Vorderbank machen. Und so ein Floppy Cutter, der 1,20 x 1,20 ist, mit dem Rahmen, das ist schon ein bisschen schwierig oft. Ja, ich liebe Rollmopse und ich hoffe, diese Episode hat euch ein bisschen weitergeholfen in eurem Verständnis, was man so alles tun kann. Ich werde euch ein paar Beispiele in nächster Zeit wahrscheinlich zeigen, wo ich den eingesetzt habe in Produktionen. So mal nur eine kurze Einleitung. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ja, danke fürs Zusehen. Ich freue mich über einen Like und ein Abo und wir sehen uns nächsten Freitag 20 Uhr mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Antwort auf deine Frage, lieber Max, was für Objektive ich rate zur Canon C300 Mark III. Tschüss, bis nächste Woche.